Hallo zusammen. Ja, worum geht's heute? Ich habe da wieder was Nettes gefunden und da war ich ja wirklich völlig von den Socken, wie günstig man das kriegen kann. Also ich habe nach Switchen gesucht, die managebar sind, die VLAN unterstützen, tut er auch, und die möglichst wenig kosten. Aber dass es so günstig werden würde, hätte ich nicht gedacht. Also 19,12 € für einen 5-Port Gigabit Switch ist schon der Knaller. Und den habe ich dann mal gekauft, um ihn mir mal ein bisschen näher anzugucken und auch überlegt, wie man den an die Fritzbox anschließt, sodass die Fritzbox danach auch VLAN kann. Aber in dem Video geht es jetzt erstmal darum, welche Features er hat, ganz kurzer Überblick, was ich da alles so gefunden habe und wie es funktioniert hat. Den gibt es in 5-Port für 19 € und in 8-Port für 27 €, also knapp 8 € mehr. Das war ein Kampfpreis. Bin mal gespannt, ob er das kann, was er hier verspricht. Hier sind wir jetzt auf der Oberfläche von dem Switch. Erstmal einloggen. So, was sehen wir hier? Das ist die Systemübersicht. Einmal die MAC-Adresse, die aktuelle IP-Adresse, das ist die Standard-IP. Also wer sich das Ding kauft, die ist 1.3 standardmäßig. Er ist nicht standardmäßig mit einem aktiven DHCP-Klienten ausgeliefert. Den hat er zwar, aber der ist ausgeschaltet. Also man muss irgendwie auf diese Adresse kommen, damit man ihn konfigurieren kann. Ist ein bisschen komisch, weil nach dem Reset würde ich erwarten, dass DHCP läuft. Das macht er aber nicht. Hier unten sieht man die aktuellen Ports, die Geschwindigkeit, welche Datenpakete übertragen sind. Hier Loop-Status ist auch klar, ob ein Loop detected wurde. Und hier unten sieht man schon Link-Aggregation, Port 7 und 8, da komme ich dann gleich nochmal zu. Das ist eigentlich ganz schön gelöst. Hier sieht man also, diese beiden sind quasi ein Port aggregiert. Das ist nicht ganz konsistent überall gemacht. Mal fassen die zusammen. Da steht hier nur eine Zeile mit LAC. Das ist in der VLAN-Konfiguration so, dass sie das als einen zusammenfassen, der dann einfach nur LAC2 heißt. Hier schreiben sie es getrennt hin. Bei den Geschwindigkeiten und dem Flow Control, da wird es überhaupt nicht unterschieden, ob der nun aggregiert ist oder nicht. Und beim VLAN, da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Da ist das ein ganz neuer Port und der heißt dann LAC2. Na gut. Was auch ein bisschen seltsam ist, ist die Benennung der Firmware. Also das ist die Version 3, die ich jetzt hier habe. Die heißt aber trotzdem Version 2.0 und dann ABME3. Und dieses 3 ist die dritte Version. Es gibt auch ein ABM2. Keine Ahnung, warum man das so kompliziert machen muss. Man kann auch einfach hier mit den Nummern weitermachen, aber gut. Und das C0, keine Ahnung, was das heißt, ob das Checksum ist oder so, aber so haben die es halt gemacht. Na gut. Seit dieser Version 3, also hier 3, kann er auch einiges mehr hinten im Management. Gibt es da ein paar Funktionen, die er vorher nicht hatte. Die sind aber relativ wichtig, die würde ich auf jeden Fall haben wollen. Man sollte sowieso immer die neueste Version nehmen, das ist ja eigentlich klar. Ne? So, beim Port, was kann man da alles einstellen? Da kann man einmal Storm Control aktivieren. Und wie viel ihm da zu viel sein soll und was er dann macht und so. Und da gibt es einmal Protection, Detection und Prevention. Also da würde er dann auch die Ports abschalten für Loop. Also wenn er Loop detected, dann würde er das abschalten. Und hier kann man eben die Bandbreite begrenzen. Was hier noch zu machen ist eben die Geschwindigkeit kann man für jeden Port einstellen, ob Flow Control enabled ist und insgesamt ob überhaupt an und aus ist. Und da ist das, was ich vorhin meinte, ein bisschen komische. 7 und 8 haben wir ja gesehen, sind ja aggregierte Ports. Also, was passiert denn, wenn ich jetzt Geschwindigkeiten innerhalb eines aggregierten Ports unterschiedlich einstelle? Macht das überhaupt Sinn? Also, wozu soll das gut sein? Der wird ja für die äußere Welt wird ja als einen 2 Gigabit Port betrachtet eigentlich. Also da glaube ich nicht, dass dann der Partner oder der Nachbar dann damit klarkommt, wenn er auf so einen aggregierten Port trifft, der unterschiedliche Geschwindigkeiten da haben soll. Na gut, jetzt gibt es noch die Advanced Settings, da kann man dann auch nochmal die Bandbreite einstellen. Hier Port Isolation gibt es auch noch, da kann man einen Uplink-Port definieren. Sehr kompliziert für einen 8-Port-Switch, aber sag mal so schön, wenn man es hat. Ja, ein guter Kumpel von mir sagte immer,
Was man hat, hat man es nicht, fehlt es einem. Also je mehr man hat, umso besser. Abschalten kann man es immer noch. So, jetzt kommen wir zum VLAN. Deswegen habe ich das Gerät überhaupt ausgesucht. Für diese Preisklasse ist es schon super, dass der VLAN unterstützt. Und hier ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Also da gibt es keinen Port 7 und 8 einzeln, sondern da gibt es nur noch einen Port, der LAC2 heißt. Das ist eben die zweite Aggregation. Wenn ich hier 3 und 4 kombinieren würde, würde hier LAC1 stehen. Das ist auch fest, da kann ich auch nichts ändern. Und dem kann ich jetzt eine VLAN-ID zuweisen und hier eben die Mitgliedschaft in den einzelnen VLAN-ID-Gruppen. Wunderbar, so macht es ja auch Sinn. Das einzeln zu machen, hat ja gar keinen Sinn. So, jetzt hier die Link-Aggregation. Einmal, wer da aggregiert wird, 3 und 4, das ist fix, da kann man nichts anderes anstellen. Und 7 und 8 kann man nur sagen, wenn, dann entweder die beiden oder eben alle zusammen. Aber ich kann jetzt nicht sagen Port 1 und 2 oder so. Bei größeren Geräten geht das. Und dann noch, wie er die Verteilung der Laster machen soll. Also senden, empfangen oder nur senden, empfangen, nur senden oder nur empfangen von Datenpaketen. Also wer quasi den Hut auf hat, was die Nutzung der Aggregation angeht. Also vom Prinzip geht es darum, er sendet er erstmal nur über Port 7 und wenn es zu viel wird, über Port 8 oder teilt er das auf. Da muss man halt ausprobieren, was die Gegenstelle kann. Dementsprechend kann man das hier einstellen. Also mit meinen Cisco-Switchen hat es in der Einstellung funktioniert. Die haben es sofort verstanden und da kam ein Connect zustande. Das hat gut funktioniert sofort. So, Mirroring ist auch eine schöne Sache, wenn man einen Fehler sucht oder wenn man irgendein Gerät hat, was einem suspekt ist, dass da irgendwas nicht richtig sein sollte. Das kann man dann hier für die einzelnen Ports aktivieren. Geht natürlich bei einem verlinkten, aggregierten Port nicht. Aber der ist auch dazu da, zwischen zwei Switchen eine Verbindung herzustellen. Da will man nicht dann auch noch da reingucken. Wenn man das möchte, muss man halt auf die Aggregation verzichten. Ja, man kann sich darauf vorstellen, dass man quasi mit diesem kleinen Gerät hergeht und sich zwischen eine Verbindung irgendwo einklingt und dann ein Mirror da baut und da einfach mal zuhört mit Wireshark. Das wäre eine schöne Idee, weil das Gerät halt sehr klein und kompakt ist, kann man das irgendwo dazwischen hängen. Wenn die Hardware, die man sonst zur Verfügung hat, eben kein Port Mirroring unterstützt. Kann ja sein. Dann Quality of Service, das unterstützt er auch. Einmal in der Basisvariante quasi, also Port-based und dann nochmal nach IEEE. Das ist ja sehr kompliziert, dann muss man da halt die Gewichtung für die einzelnen einzelnen Services da auswählen. Das muss man vor allen Dingen natürlich auf der Client-Seite einstellen, damit die das auch mitbringen. Okay, dann hier IGMP-Snooping, also die Broadcast-Lastverteilung kann man auch wunderbar einstellen. Hier haben sie es auch so gelöst, dass die Ports 7 und 8 gar nicht auftauchen, weil die eben hier in dem aggregierten Port sind. Auch schön, also gut, das lassen wir alles in Ruhe. Ist bei einem 8-Port-Switch, der auf allen 8 Ports volle Leistung bringt, auch nicht wirklich so eine wichtige Sache, weil das dient ja zur Lastminderung bei Broadcasts und wenn ich sowieso die volle Bandbreite habe, na, dann macht es eigentlich auch keinen Unterschied. Vielleicht, wenn man Klienten hat, die das nicht aushalten, dass man irgendwelche IoT-Geräte hat, die eben auf der LAN-Seite besonders schwach sind, dann kann man die hier ein bisschen schützen. Schön, wenn man es hat, wie gesagt. So, dann beim Management, da ist auch nichts Besonderes. Wie gesagt, da kann man den DHCP-Klienten anschalten. Hätte ich, wie gesagt, erwartet, dass der nach dem Reset an ist und wenn man ihn dann konfiguriert, schaltet man ihn aus, weil ein DHCP bei einem Switch macht ja nicht so viel Sinn, aber für die S-Konfiguration wird das aus meiner Sicht schon Sinn machen. Ist hier nicht so, also er ist fest auf dem Port 1.3 hinten und IP-Adresse 1. Und was eine tolle Sache ist, die mir sehr gut gefallen hat, ist, dass das Management, also der Zugriff auf diese Webseite, in ein eigenes VLAN gepackt werden kann. Und das ist auch neu bei der Version, also bei der Firmware Version 3 dazugekommen. Das geht dann.
Da kann man also sagen, ich mache mir ein eigenes VLAN nur fürs Management von irgendwelchen Geräten und dem weise ich auch eine minimale Bandbreite zu, so dass ich da immer drauf komme und die ganze Geschichte kriegt noch eine eigene VLAN-ID, so dass ich sicher sein kann, dass da keiner draufkommt und irgendwie störend daran geht. Gibt es viele Anwendungen, wo man das so macht. Es ist auch ein Good Practice, dass man quasi das Management komplett in ein eigenes Bereich schiebt, in einen eigenen Bereich schiebt. So, IEEE, das hier, da geht es um Power Savings, da werden dann die Ports abgeschaltet bei Inaktivität und so weiter, das ist ein Standard. Habe ich persönlich schlechte Erfahrungen mitgemacht, weil manche Klienten, die man dann anschließt, die denken dann, okay, ich bin nicht angeschlossen und die gehen dann schlafen und dann gehen alle schlafen. Dann kommt keiner mehr hoch. Also ich hatte schon Systeme, wo einfach der hier irgendwann gesagt hat, gut, da ist keine Aktivität mehr, ich gehe mal aus und dann blieb es auch aus. Und der Klient fand es auch gut, der ist dann auch schlafen gegangen und dann war gar keine Aktivität mehr möglich. Den konnte man auch nicht mehr so ohne weiteres aufwecken. Und diesen LED-Eco-Modus, der macht nichts anderes, als die LEDs auszuschalten. Ja, gut. Wenn man das Ding im Schlafzimmer hat, dann mag das vielleicht ein Effekt sein, der sinnvoll ist, aber bei den Milliampere, die da für die LEDs gebraucht werden, macht es keinen großen Spareffekt aus. Ich finde es immer wichtig zu sehen, ob alles gut funktioniert. Auf den ersten Blick, dass da die Ports auch funktionieren. Und wenn ich da das Kabel reinstecke, dass ich dann sehe, okay, da hat auf der anderen Seite einer auch geantwortet und es fängt an, Connect zu geben. Oder da redet irgendeiner auf der anderen Seite. Wenn ich das alles ausschalte, sehe ich ja gar nichts. Ja, dann stecke ich da ein Kabel rein und tut sich nichts, vorher und nachher nichts. Vielleicht habe ich das falsche Kabel reingesteckt oder da steckt gar keiner auf der anderen Seite. Oder, ne? Also mag ich persönlich nicht so gerne. Aber er hat es auch, ne? Kann man machen. Wie gesagt, im Schlafzimmer, wenn man da endlich mal ein bisschen Dunkelheit haben will, schöne Sache. So, das war ein grober Überblick über die Features. In dem nächsten Video gehe ich ja über die nochmal ganz konkret auf die VLAN-Konfiguration ein.